Hallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Herbs and Terps. Und ja, herzlich willkommen zu einem Special, und zwar einem VivoSun VGrow Special. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, die Firma VivoSun ist unser neuer Kooperationspartner, und VivoSun war so großzügig und hat uns eine komplette Growbox in Form dieser wunderschönen Dame, der VGrow, zukommen lassen. Und ja, hier steht sie nun, ist fertig aufgebaut und fertig installiert. Aber wie wir hier hingekommen sind, das zeigen wir in der jetzigen Folge. Wir werden uns also dem Unboxing widmen, wir werden uns der Installation widmen und dann werde ich noch ein paar Key Facts zu der VGrow sagen, die uns VivoSun bereitgestellt hat. Vorab nochmal vielen Dank an VivoSun, und euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei mir beim Entdecken der wunderschönen VGrow. Also los geht's, auspack Michi, mach dich an die Arbeit. Ja, vielen Dank, Keller Michi. Herzlich willkommen bei Auspack Michi und an unserer Auspackbank, aka unser Esstisch, den ich jetzt erst noch freiräumen muss, weil wir brauchen nämlich viel Platz für unsere schicke VGrow. Also dann, los geht's. Die VGrow und die VivoSun GrowCam C4. Und so kam das Ganze jetzt bei mir zu Hause an. Wir hatten einen kleinen Extrakarton mit der GrowCam C4 von VivoSun. Was ich sagen muss, schön klein, kompakt. Allerdings hätte mir direkt besser gefallen, wenn es vielleicht ein neutraler Umkarton gewesen wäre. Für mich persönlich ist es erstmal kein Problem, weil ich weiß, alle meine Nachbarn und Freunde wissen Bescheid. Hier steht direkt GrowCam drauf. Der ein oder andere da draußen könnte aber ein Problem damit haben, wenn die Leute in einem Mehrfamilienhaus oder sowas vor der Tür stehen sehen, dann wissen die natürlich direkt Bescheid. Diskretion ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also hier wäre vielleicht etwas zum Optimieren, dass man solche Sachen vielleicht etwas diskreter verpacken könnte. Das Wichtigste hier ist die VivoSun VGrow, eine komplette Growbox, und so wurde das auch geliefert. Ich finde, das sieht tatsächlich sehr neutral verpackt aus. Und ja, es steht VGrow drauf. Man muss schon ein bisschen in der Szene drin sein, um zu verstehen, um was es hier geht. Ich würde sagen, aber so ein grauer Karton, ohne dass diese Box drauf abgebildet ist, ist erstmal neutral genug. Wir haben hier oben das Markenlogo, wir haben hier einmal die VGrow und hier vorne drauf nochmal ein Typenschild mit Lotnummern und Produktnummern, was letztendlich hier drin verpackt ist. Und dann würde ich sagen, ich kann es kaum abwarten, Leute. Das ist hier für mich wie Weihnachten. Packen wir dieses Karton-Teilchen noch mal zusammen aus, schauen, wie ist es verpackt, und danach geht es auch schon ans Aufbauen. Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe jetzt diesen Karton seit 2 Wochen unten im Keller stehen und konnte ihn einfach noch nicht auspacken. Ich kam einfach zeitlich noch nicht dazu, und deswegen ist das hier jetzt für mich ein besonderer Tag mit euch zusammen, das hier aufzubauen. Also dann, ran ans Werk, packen wir die VGrow aus. Also, was fällt als erstes auf? Wir haben hier direkt ein User Manual mit beiliegen und direkt noch eine Beilage für das smarte Grow System zur Einrichtung von der VivoSun VGrow. Die kommen sicher zur Seite, denn die werde ich gleich zum Aufbauen brauchen. Und was ich jetzt schon auf den ersten Blick sagen kann, das sieht hier fantastisch aus. Man hat direkt hier ordentlich verpackt. Das ist eigentlich was für solche Leute, die da wirklich irgendwie so einen Fetisch mit haben. Das passt perfekt in diese Box rein. Wir haben hier einmal das Irrigation System, sozusagen die Base, also das hier ist die Unterseite der VGrow. Dann haben wir die Smart Top Cover, also das ist dieses Oberteil hier, man sieht hier mit diesem kleinen Display vorne dran. Und dann haben wir hier noch Supply Box und Accessories Box, also wirklich alles, was man für den Start in dieses wunderbare Hobby braucht, ist hier mit beigelegt worden. Und wir werden natürlich auch unseren ersten Grow nur mit dem machen, was uns hier zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt beginnen wir mal, diese einzelnen Kartons hier auszupacken, um mal zu schauen, was uns hier VivoSun alles schon mit beigelegt hat. Hier ist also die Base mit einem Selbstbewässerungssystem. Wir können es hier sehen, hier sind Schnüre gespannt, hier unten kommt Wasser rein. Hierauf kommt letztendlich ein Stofftopf, und über die Schnüre wird das Wasser dann in den Stofftopf hochgesaugt. Hier sind Positionen markiert, A und B.
Hier werden nachher Metallstangen reinkommen, die sozusagen das Grundgerüst der Box aufbauen werden. Die wunderbare Base hier kommt erstmal zur Seite. Das smarte Topcover ist tatsächlich, so wie es sich anfühlt, hier auch die schwerste Komponente. Hat einen Stromanschluss hier hinten. So habe ich mir das vorgestellt. So sollte es im Idealfall sein. Man braucht also keine großartigen Steckdosenleisten hierfür, sondern einen Stromstecker und alles ist letztendlich an Technik hier oben drin verbaut. Werden wir uns nach dem Aufbau aber nochmal genau ansehen. Öffnen wir nun die Supply-Box. Hier bekommen wir ein kleines Set zum Mini-Gärtnern mit einer Dosierungsspritze, einem kleinen Messbecher und etwas Gärtnerwerkzeug. Kleinen Töpfchen für die Sämlingsphase. Kurz nach dem Keimen sind die Pflanzen ja sehr empfindlich, was Lufttrocken, also zu geringe Luftfeuchtigkeit angeht. Und mit diesen Töpfchen kann man das auf die Erde stellen, über den Sämling stellen, damit er in der ersten Zeit einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Wunderbar, dass ich diese Töpfchen mit dabei habe. Die habe ich nämlich noch nicht. Wir bekommen einmal einen 3 Gallonen Stofftopf. Bin mir sicher, dass es so ungefähr um die 10 Liter ist, 10, 11 Liter, was auf jeden Fall für die Sorte an Pflanze reicht, die wir hier in dieser Box kultivieren möchten. Es befinden sich Düngelösungen dabei, Base A und Base B. Das eine wird ein Dünger 15:01, also das ist das NPK-Verhältnis für die Wachstumsphase sein. Und Base B hat 4:8:12, also mehr Kalium als Stickstoff. Das wird dann für die Blüte sein. Hier befindet sich noch ein Koko-Erdenblock. Das ist die Erde, mit der wir auch starten werden. Das ist eine Erde auf Koko-Basis, das heißt, die muss man mit Wasser anfeuchten, dann quillt die auf. Und dann sollte das genug sein, um hier unser 3 Gallonen Stofftopf auch zu füllen. Und was ist in dieser Box? Vivosun ist so nett und hat uns sogar ein paar Handschuhe mit beigelegt. Das ist sehr, sehr umsichtig. Kommen wir zur Accessories Box. Hier befindet sich einmal eine schöne Trimmschere von Vivosun, einmal etwas Gartendraht, um die Pflanze auch richtig erziehen zu können, einen schönen Messbecher, um natürlich die Pflanze zu gießen und auch die Düngelösung richtig anzusetzen. Wir haben hier einmal einen Sensor, der für die Lichtsteuerung zuständig ist und einen Sensor für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das kommt mal auf die linke Seite zu der Technik. Und hier drin befindet sich ein Scrog-Netz, Screen of Green Netz, um die Pflanze in dieser Box maximal zu trainieren, um die Fläche auch maximal ausnutzen zu können. Mir fällt direkt auf, hier fehlen diese Haken. Vivosun hat dies ganz clever gelöst mit so einer magnetischen Hilfe. Wenn wir das montiert haben, gehen wir da nochmal näher drauf ein. Und hier sehen wir es schon. In dem letzten Karton, der hier unten wunderbar schön eingefasst ist, befinden sich also diese Stützen A und B, die unten auf die Bewässerungsstation kommen. Auf diese wird dann dieses Smart Cover aufgesetzt und dann die Skin, also die Außenhaut, drumherum gelegt. Und dann ist die Box schon komplett aufgebaut. All das, meine lieben Freunde, inklusive natürlich der GrowCam, kommt jetzt wieder runter zu Keller Michi. Denn Keller Michi will das ja unten im Keller haben und dort wird es natürlich auch besterweise aufgebaut, weil ich dieses Ganze nicht dann hier durchs komplette Haus einmal schleppen möchte. Also einmal schleppe ich ihm das runter und dann sehen wir uns unten bei Keller Michi, damit er das aufbauen kann. Meine lieben Leute, jetzt gerade nochmal, wo ich am Runterbringen der Sachen waren, habe ich hier ja alles leer gemacht. Also schaut euch doch mal wirklich alleine nur die Verpackung an. Guck mal, nicht einfach graue Pappe, sondern in richtig schön grün bedruckt mit dem Slogan Love What You Grow. Hier noch eine Werbung für die einzelnen Produkte, die Vivosun zur Verfügung stellt. Von wirklich hochwertigen Grow-Zelten, hochwertige Lüfter, verschiedene Grow-Lights, verschiedene Controller und Ventilatoren bis rüber zu allem Equipment, was man für einen erfolgreichen Grow braucht. Also, wenn Werbung immer so schön hochwertig verpackt ist und mit so einem netten Überraschungseffekt kommt, also Hut ab, ja. Ich muss euch gleich noch den Deckel zeigen. Auch hier, in diesen Deckel, es ist einfach nur ein Deckel, aber hier ist so viel Liebe reingeflossen. Also ich bin jetzt wirklich richtig, richtig gespannt darauf, wie der Aufbau abläuft und wie die V-Grow dann sich hier bei uns im Keller machen wird.
So, wir sind wieder im Keller. Vielen Dank, Auspack Michi, für dein wunderbares Unboxing. Und jetzt geht es darum, das Ganze hier zusammenzubauen. Und ich nehme euch natürlich mit. Wir machen hier einen kleinen Zeitstopper mit rein. Und dann gucken wir mal, wie lange ich hier out of the box für die V-Grow brauche, um sie aufzustellen. Also ich würde sagen, los geht's. Stopp die Zeit. Gut, alles in allem knappe 10 Minuten Aufbau. Ging, wie ihr gesehen habt, wirklich sehr, sehr leicht von der Hand. Also das Reinstecken von den Stangen, das Zusammenführen von Ober- und Unterteil, absolut überhaupt kein Problem. Ich hatte ein bisschen zu strugglen mit der Außenhaut, die sich hier über 2 Reißverschlüsse, einmal oben und unten. Letztendlich muss das festgemacht werden und hier hinten nochmal 2 Reißverschlüsse miteinander verbunden. Das ist hier und da einfach mal ein bisschen frückelig, aber sobald die Reißverschlüsse vernünftig ineinander greifen, kriegt man es auch geschlossen. Ihr könnt sehen, hier drin ist automatisch auch schon das Licht angegangen. Ich habe gerade den Strom angeschlossen, habe einen Wassersensor hier unten installiert und den Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit installiert. Da muss ich gucken, dass ich die Kabelführung jetzt gleich noch ein bisschen gescheit mache und natürlich, dass die Box an ihren Endplatz kommt. Und dann, wenn ich das alles hier richtig eingerichtet habe, sage ich noch mal etwas, ein bisschen zu den Details dieser schönen V-Grow. Meine lieben Freunde, also die Vivosun V-Grow steht jetzt an ihrem Platz und der Netzstecker ist jetzt drin. Und jetzt geht es darum, natürlich die V-Grow zu steuern. Das geht einmal natürlich über dieses smarte Display oben. Viel bequemer soll es aber sein, das Ganze über die App zu steuern. Und da dachte ich mir, nehme ich euch doch mal von Anfang an mit. Ich habe jetzt nichts groß gemacht, außer mir einen Account anzulegen. Und jetzt gucken wir doch mal, wie einfach wir die V-Grow hier zum Laufen bekommen mit Hilfe der App. Ich denke, wir müssen hier einmal in Geräte gehen. Und dann drücke ich mal auf Plus. Und dann schauen wir doch mal, was fragt er hier. Möchte Standort verwenden, das darf er gerne einmal machen. Und wir sehen hier direkt die V-Grow, die angezeigt wird. Die tippe ich jetzt doch mal an. Und zack, da kommen die ersten Verbindungen rein. Box scheint mit dem WLAN schon verbunden zu sein. Registrierung wird vorgenommen. So, und die V-Grow ist in unser WLAN aufgenommen. Wir bleiben jetzt dabei. Sie behält auch diesen Namen und sie darf in meinem Garten bleiben. Da brauche ich keinen neuen Garten hinzuzufügen. Und wir gehen jetzt auf Fertigstellen. Das ist schön. Wir werden direkt darauf hingewiesen, dass eine neue Firmware zur Verfügung steht und die Aktualisierung werden wir natürlich vornehmen. Wir haben jetzt gerade im Hintergrund ein Piepsen gehört. Das bedeutet, sowas wie ein kleiner Neustart wird durchgeführt von der Anlage. Und jetzt haben wir schon direkt hier vollen Zugriff auf die Kontrolle. Wir sehen hier einmal die Lichtintensität. Wir sehen einmal die Einstellung von manuell zu Cycle, also dass man hier letztendlich so ein Programm laufen lässt. Wir lassen es mal jetzt erstmal fürs Erste auf manuell stehen. Wir können uns anschauen, was für ein Spektrum die Lampe hat und das finde ich ist ein riesengroßes Plus. Wir können nämlich hier je nach Wachstumsphase ein anderes Lichtspektrum einstellen, zum Beispiel einen Unterschied von Seedling zu Flower. Und da sieht man auch schon deutlich, dass die Rotlichtanteile zunehmen. Das sehe ich auch hier gerade parallel in der V-Grow. Finde ich mit einem der besten Aspekte tatsächlich hier bei der Lampe. Gucken wir mal in die anderen Einstellungen mit rein. Wir haben hier Möglichkeiten, die Fanspeed einzustellen oder so eine Art Natural Wind Mode reinzumachen. Was ich auch super finde, dass so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wir haben hier die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Lüfters einzustellen mit dem Aktivkohlefilter, den Inline-Vent sozusagen, das ist ja alles im Deckel verbaut. Wir haben die Möglichkeit, hier auch noch andere Sachen über die USB-Anschlüsse mit anzuschließen, zum Beispiel unsere Grow Cam. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, eine Tröpfchenbewässerung von Vivosun mit anzuschließen über einen weiteren USB-Anschluss. So, meine lieben Freunde, und das soll es von der App auch jetzt schon gewesen sein. Wir gucken uns jetzt die V-Grow an und gucken uns an, was macht die V-Grow aus, was hat sie für spezielle Funktionen. Und da gehen wir uns jetzt mal von unten nach oben die V-Grow durch und schauen mal, was sie so zu bieten hat. Hier steht sie nun, unser neues Schmuckstück im Grow-Keller, die V-Grow von Vivosun. Schauen wir sie uns einmal von außen an. Wir haben hier einmal, wie gesagt, diese große
technische Einheit, wo wirklich alles an Technik drin verbaut ist. Hinten dran ist ein Stromstecker, heißt also uns reicht diese eine Steckdose, um die V-Grow zu betreiben. Hinten dran ist der Auslass für die Lüftung an der Oberseite. Das heißt, hier muss man etwas Abstand lassen, wenn man die V-Grow aufbaut. Und hier unten dran habe ich gesehen, ist der Zulass für die Lüftung. Also hinten jeweils etwas Platz lassen zu einer Wand, nicht Press an eine Wand stellen. Und umspannt wird die V-Grow von so einer Art Kunstleder. Das haben wir beim Aufbau schon gesehen, die so mit diesen Reißverschlüssen hier befestigt ist. Ganz, ganz großer Vorteil von dem Ganzen hier, von der Ummantelung im Vergleich zu anderen Herstellern ist, dass man sie einfach auch richtig schön vollflächig öffnen kann über so eine Magnetleiste hier. Ihr seht, das schnappt so richtig schön zu und ist auch lichtdicht. Ja, man kann hier von der Seite nicht reingucken. Ja, ich klappe das jetzt mal auf und man hat schöne Sicht auf den kompletten Grow-Bereich. Und hier ist tatsächlich auch noch so eine Kunststofffolie mit drin. Das heißt, man kann es öffnen, man kann einen Blick reinwerfen, ohne dass sich die klimatischen Bedingungen da drin ändern. Also das hier finde ich wirklich fantastisch. Ja, das kann man hier dann einmal so zur Seite bringen. Und da ist so ein Klettverschluss. Das heißt, man kann das hier auch zur Seite an den Klettverschluss festmachen. Und jetzt könnte man sich mit einem Hocker vor die V-Grow setzen und hier schön seine Pflanze bewundern. Aber um natürlich an den Innenbereich zu kommen, gibt es auch die Möglichkeit über zwei Reißverschlüsse. Jetzt muss ich schauen, ich habe sie hier unten. Das muss dann geöffnet werden, wie bei den anderen Growboxen auch. Und jetzt mache ich das hier auch mal exemplarisch, weil das ist eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Also dieses Öffnen und Schließen, das ist hier und da noch ein bisschen frickelig. Vielleicht wird es mit regelmäßigem Öffnen und Schließen einfacher und ein bisschen leichtgängiger. Aber so ist es halt nun mal mit den Reißverschlüssen bei diesen Materialien. Das ist mit der Zeit einfach werden die so ein bisschen ausgespielter und dann lassen die sich auch ein bisschen flüssiger öffnen und schließen. Gucken wir uns gerade mal hier an, was es hier unten zu sehen gibt. Also als erstes, wir waren ja gerade bei der Außenhaut und bei der Außenhaut fällt hier auf, wir haben eine weiße Innenbeschichtung. Ja? Weiß gegen reflektierend. Ich habe selbst noch keinen Versuch gestartet, was jetzt besser ist. Ich finde es mal ganz schön. Jetzt habe ich zum Beispiel mal zwei Boxen hier, die reflektierend sind und eine, die weiß ist. Ganz groß und ganz toll ist, aber was hier mit der Außenhaut mitkommt, ist so eine, ich muss hier keinen Zollstock mehr reinbauen, sondern ich habe hier so ein eigenes Maß, was schon mit drin ist, was von V-Grow mitgeliefert wurde, was uns die verschiedenen Höhen der Pflanze zeigt. Wo wird gewurzelt, ab wann wird empfohlen, ein Netz mit einzubringen, wann soll getoppt werden. Also das hier ist wirklich wunderbar für jeden Anfänger zu verstehen, wie man die Pflanze am besten erziehen könnte. Und wenn einer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, dann kann man das ja auch einfach mal in die YouTube-Suche eingeben und dann gibt es ja genug YouTuber, die einem das dann nicht erklären. Hier unten drin haben wir schon beim Auspacken gesehen, ist eine Selbstbewässerungsstation. In diese wird Wasser eingefüllt, vorzugsweise Osmosewasser oder Regenwasser. Wir haben einen manuellen Füllstandssensor und das, was ich beim Outboxing hier als Lichtsensor betitelt habe, ist eigentlich auch nochmal ein Wassersensor, der dann über ein wunderschön verstecktes Kabel hier in diesen Schienen kann man das nämlich langlaufen lassen, nach oben geht zu der Lampe, dort eingesteckt wurde und dann ein Signal gibt, falls das Wasserreservoir letztendlich leer läuft. Dann wissen wir genau, wir können uns auch benachrichtigen lassen. Hier, komm mal runter, füll mal ein bisschen Wasser auf, die Pflanze hat Durst. Genau, wir haben es gerade eben auch gesehen. Hier ist der Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Den habe ich jetzt eben auch einfach mal so in diese Schiene drin versteckt. Muss auch hier oben bei der Lampe angeschlossen werden. Und der wird ja, je nachdem wie hoch die Pflanze wächst, muss der ja angepasst werden. Also, dass es ungefähr so auf dem Canopy-Level ist. Was fällt euch hier als nächstes auf? Und zwar, es gibt keinen Ventilator, der hier verbaut ist. Die Ventilation bzw. die Umluft hier drin wird, und das finde ich richtig cool, Leute, es wird hier über diese Stangen geregelt. Also die Lüftung läuft über die hinteren Säulen. Das heißt, wir haben das hier auch wirklich auf jeder Höhe, dass Frischluft, Umluft bei der Pflanze ankommen wird. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Deckel doch auch nochmal von innen an, wo ja die ganze Technik drin verbaut ist. Denn hier befindet sich
die fest installierte LED-Lampe von Vivosun, die Samsung LM301H Evo LED-Chips verbaut hat. Die ist in der Höhe nicht anpassbar, sondern die wird dann einfach je nach Pflanzenwachstum und Lichtintensität gedimmt. Hier rechts habe ich euch ja schon gezeigt, da ist einmal der Füllstandssensor für die Bewässerung und einmal der Sensor für die Luftfeuchtigkeit. Hier sind USB-Anschlüsse für eine mögliche Tröpfchenbewässerung oder eben die GrowCam. Und hier oben drin befindet sich der Aktivkohlefilter für unseren Umluftfilter. Den müssen wir dann mal wechseln, je nachdem, wie lange so die Standzeit ist und je nachdem, wie wie intensiv die Pflanzen hier so riechen, die hier drin wachsen sollen. Und das ist alles quasi von hier unten drin, innen drin zugänglich. Was ich besonders hervorheben möchte, ist nochmal die einzelnen Spektren, die hier von dieser Lampe einstellbar sind, je nachdem, ob man eine Sämlingspflanze hat, ob man eine Pflanze hat, die in der vegetativen Phase ist oder eben am Blühen ist. Hier kann man die Spektren einstellen, alles steuerbar über die App. Wir haben uns ja gerade auch angeschaut, dass wir diese Box wunderbar über die App steuern können. Ich möchte euch aber noch mal kurz zeigen, dass das auch geht, falls man mal eben gerade runtergeht in den Keller und eben kein Handy zur Hand hat, dann kann man die Box auch über dieses Display hier einstellen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht befasst. Ich weiß noch nicht genau, wie man das einstellt. Wir sehen, es sind so ein paar Sachen zu optimieren. Beispielsweise ist hier die Temperatur auf Fahrenheit eingestellt. Damit werde ich mich beschäftigen und das werden wir dann auf jeden Fall in den zukünftigen Videos noch betrachten. So, meine lieben Freunde, jetzt habt ihr mich begleitet beim Auspacken und beim Aufbau der Vivosun V-Grow und jetzt seid ihr ja sicherlich gespannt, was machen wir denn jetzt überhaupt damit? Und ich glaube, wir haben ja hier ein relativ kompaktes Modell mit einer Gesamthöhe von 1,22 und einer Gesamtfläche von 45 x 45 Zentimetern. Und aktuell widmen wir ja uns gerade den photoperiodischen Pflanzen in den 70 x 70er Zelten und haben keinerlei Autos. Also fände ich es doch extrem geil, gerade aufgrund dieser kompakten Größe, wenn wir hier in der V-Grow uns voll und ganz den Automatic-Pflanzen widmen würden. Was meint ihr dazu? Ja, jetzt würde mich natürlich noch brennend interessieren, was haltet ihr denn von der V-Grow von Vivosun? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich bin jedenfalls ultra gehypt und ich bin so begeistert, dass die V-Grow nun endlich bei uns im Keller steht. Ich kann es kaum abwarten, endlich unseren ersten Grow damit zu starten.